altes, leicht verwackeltes Familienfoto. In der idyllischen Szene ein Mädchen, sanft lächelnd ein Baby im Schoß haltend. Die uns dargebotene Szene wirkt ganz alltäglich. Ein kurzer Moment zärtlicher familiärer Nähe, eingefroren in Schwarz-Weiß. Und doch, je länger wir hinschauen, desto mehr können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Bild eine tiefere, eine dunklere Geschichte erzählen will, als es der flüchtige Eindruck vermuten lässt. Der deutsche Künstler Gerhard Richter hat das Bild im Jahr 1965 nach einem realen, 1932 entstandenen Foto aus dem eigenen Familienarchiv gemalt. Das dargestellte Baby ist Gerhard Richter selbst im Alter von 4 Monaten. Das Mädchen ist seine Tante Marianne, damals 14 Jahre alt. Richter übernimmt für sein 120 x 130 cm großes Werk das Foto nicht unverändert. Er malt es nicht ab. Vielmehr sind die Konturen verwischt, so als wäre die Erinnerung ein wenig verschwommen, nicht mehr ganz scharf zu greifen. Der Künstler entzieht sich so einem vielleicht rein dokumentarisch wirkenden Fotorealismus. Nichts an diesem Bild ist klar. Die Gesichter, die Hände, auch der Hintergrund lösen sich auf, verschwinden in amorpher Dunkelheit. Diese Unschärfe ist charakteristisch für die figurative Malerei Richters und in diesem Bild von besonderer Bedeutung. Sie zeigt, wie brüchig, wie flüchtig Erinnerungen, vielleicht sogar eben die Menschen in unserem Leben sind. Kennt man die historischen, die biografischen Hintergründe des Motivs, so kippt die Stimmung des Bildes endgültig. Tante Marianne hieß Marianne Schönfelder. Sie erkrankte als junge Frau an Schizophrenie, wurde in der menschenverachtenden Rassenlehre der Nationalsozialisten als erbkrank eingestuft, zwangssterilisiert, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und dort schließlich 1945 im Rahmen der NS-Euthanasie-Politik ermordet. Als die Szene aufgenommen wurde, lag dieses Schicksal schon wie ein Schatten über dem Leben der Familie Richter, auch wenn dies auf dem Foto nicht zu sehen ist. Gleichzeitig gehörte ein anderer Teil der Familie zur Täterseite. Richters Onkel Rudolf, verarbeitet im Gemälde Onkel Rudi aus demselben Jahr, war Offizier der Wehrmacht. Es ist diese Spannung, Opfer und Täter unmittelbar innerhalb derselben Familie zu finden, subtil und unsichtbar im Bild, die dem Werk heute seine emotionale Wucht verleiht. Denn spannenderweise kannte Richter zum Zeitpunkt der Werkentstehung die genauen Todesumstände seiner Tante nicht. Ein weiteres Gemälde Richters aus dem Jahr 1965, Herr Heide, zeigt hingegen in voller Absicht einen der unmittelbaren Protagonisten der Euthanasiemorde, Dr. Werner Heide, bei seiner Verhaftung durch die Polizei des demokratischen, rechtsstaatlichen Deutschlands nach dem Ende der NS-Diktatur. Mit Tante Marianne verwandelt Richter also unbewusst ein privates Familienfoto in ein stilles, eindringliches Nachdenken über Schuld, Erinnerung und Verdrängung und die Bruchlinien zwischen Tätern und Opfern, die es in so vielen deutschen Familien gibt. Gerade dieser Gegensatz macht das Gemälde so stark. Die Idylle ist echt und trotzdem vergiftet durch das Wissen um das, was später geschieht.